Und ja, oder ich habe nichts. Aber weißt du, es stimmt gar nicht, dass du nichts hast. Vielleicht hast du Kummer, aber das heißt nicht, dass du nichts hast. Du hast den auferstandenen Christus in dir. Denk nicht, du hast nichts. Und wenn du sagst, ja, ich bin so armselig in mir, so mag es scheinen, aber da ist ein Reichtum in dir. Der Reichtum des guten Landes, der Reichtum von Christus als Gerste ist in dir. Und der will durch dich evangelisieren. Und der will durch dich hier vorne ein Zeugnis geben. Und der will durch dich beten. Versuch's einfach mal. Öffne deinen Mund weit und ich werde ihn füllen, sagt der Herr. Und dann wirst du auf einmal merken, wie du nachher reicher bist wie vorher. Wie du nachher glücklicher bist wie vorher. Weil du hast den auferstandenen Christus angewendet. Du hast Glauben geübt und hast einen Schritt gemacht, bist du in den Schatten gesprungen. Und du hattest vielleicht am Anfang nur ein Brot von Christus, ein Gerstenbrot. Und umso öfter du es machst, auf einmal hast du, hey, ich fühle mich, als ob ich 100 Gerstenbrote in mir habe. Ich habe eine riesen Bäckerei mit Gerstenbroten in mir. Ja, auf einmal geht's das so, auf einmal kommt davor. Warum? Du hast Auferstehung erlebt, du hast Vermehrung erlebt. Aber du musst den Christus, der in dir ist, nicht brach liegen lassen, darfst ihn nicht brach liegen lassen. Du musst ihn anwenden. Und so war es mit den Jüngern. Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten, was haben wir denn? Was ist das für so viele? Und der Herr sagt, bringt sie mir her. Und es waren Gerstenbrote. Und im Segen des Herrn wurden die Gerstenbrote zur übernatürlichen Sättigung. Und es blieb noch was übrig. Und du wirst merken, wenn du das dir sagen lässt, von das der Heilige Geist dir heute sagen will, dann bleibt immer was übrig. Du hast genug und die anderen haben auch noch was, von dem sie genährt werden. Und das, was übrig bleibt, ist mehr, als was du am Anfang hattest. Du hast Christus ausgeteilt und kurioserweise hast du am Schluss mehr Christus in dir, als du vorher hattest, bevor du ausgeteilt hast. Das ist die Erfahrung der Auferstehung. Vermehrung und Vervielfältigung. Wow. Preis dem Herrn. Und der Herr sagt, es gibt keinen Tag, wo das nicht möglich wäre. Jeden Tag war der unbegrenzte, unerschöpfliche Christus darauf, von dir angewendet zu werden. Und du kannst ihm sagen, Herr, in mir selbst habe ich nichts, um der Situation gerecht zu werden. In mir habe ich weder Klugheit noch Weisheit im Gespräch mit dem Chef oder was auch immer. Du hast die Kraft nicht, du hast die Weisheit nicht. Du sagst, Herr, ich habe es nicht in mir, aber dein Leben ist in mir. Dein Auferstehungsleben ist in mir. Du bist der Situation gewachsen, ich nicht, aber du schon. Und ich vertraue dir, dass du in mir vorangehst. Ich verlasse mich völlig auf dich. Darauf wartet der Herr. Das segnet er. Und jetzt kommen wir zur Schwester, die die böse Schwiegermutter hatte. Und es verging eine Weile, wo es schlimmer wurde. Und auf einmal kam sie daher und sagte, ich habe ihn nicht nur als Begrenzung erfahren und als Tötung erfahren, als Kreuz erfahren. Ich habe ihn jetzt als Auferstehung erfahren. Meine Schwiegermutter hat Jesus gefunden und hat sich bei mir entschuldigt. Und jetzt ist sie meine beste Freundin. Und jetzt können wir beten und den Herrn genießen. Und jetzt hat sie ihn als Auferstehung erlebt, weil sie vorher schon frei war, sich zu wehren oder die Situation zu wenden. Und so erlebst du Christus innerlich als Weizen, als Kreuz, als Tod und als Gerste, als Auferstehung. Und nicht nur du erlebst ihn als Weizen und Gerste, du selber wirst zu einem Gerstenbrot, das andere in Auferstehung sättigt und satt macht. Du kannst andere speisen, du kannst anderen was geben. Deine Worte fangen an, Leben zu geben, wo du selber nicht mehr genug für dich selber hattest, wo du im Tod näher warst im Leben. Aber du erfährst ihn als Gerste und als Auferstehung und wirst selber zu Gerste und Auferstehung. Und wenn du dann in die Versammlung kommst, dein Gebet sprichst, erquickst du jeden, obwohl das dir gar kein Anliegen ist. Du willst niemanden beeindrucken. Du machst einfach deinen Mund auf. Und während du betest, weil sich der Herr so in dir angereichert hat, hast du jeden Bruder und jeder Schwester Christus in Auferstehung dargereicht. Und die ganze Gemeinde ist durch dich reicher geworden. Aber nur, weil du durch Kreuz und Auferstehung gegangen bist. Nur deshalb.
Und ich fürchte, die größte Tragik, die uns passieren könnte, wäre, angeknackst zu werden, schrecklich gebrochen zu werden, aber nicht zerbrochen zu werden, nicht durchgebrochen zu werden. Denn dann leiden wir wie ein Schwein, ohne dass wir in Auferstehung kommen. Und das wird das Allerschlimmste. Dann war es alles umsonst. Das ganze Leiden, der ganze Druck, die ganze Entbehrung, das ganze Aushalten, alles umsonst. Es muss durchbrechen. Es muss völlig zerbrechen. Es muss sterben. Dann kommt die Auferstehung. Und deswegen, wenn du unter Druck bist, wenn du unter Zerbrochenheit oder Gebrochenheit leidest, bete darum, dass du ganz durchbrichst, dass du ganz zerbrichst, damit du in Auferstehung kommst. Das ist der Weg, dass das Leiden aufhört, dass es beendet wird. Nicht das Leiden an sich äußerlich zu mindern, sondern durchzugehen mit der Gnade der Auferstehung und dann frei zu werden davon. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch nachdem wir die 2 Gerstenarten angeschaut haben. Wir haben 7 Punkte. Heute schauen wir uns 3 an, 2-mal schon gesehen, Weizen und Gerste. Jetzt kommen wir ganz kurz noch zum Weinstock. Der erste Baum dieser 4 Bäume. Wofür steht der Weinstock? Die Bibel erklärt sich selber. In Richter 9,13 sagt der Weinstock, sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut. Also was hier ausgesagt wird, natürlich ist es irgendwie ein heidnischer Ausspruch letztlich hier von diesem Gleichnis, von diesem Weinstock. Aber der Punkt ist nicht, dass hier von Göttern die Rede ist, es gibt ja nur einen Gott, sondern der Punkt ist, dass dieser Weinstock erfreut. Aber wie erfreut der Weinstock? Indem er sich pressen lässt. Indem er sich pressen lässt. Die Weintraube, wenn sich nicht pressen lässt, kann sie kein Wein geben, kann sie niemanden erfreuen. Aber Christus hat sich in Gethsemane der Olivenpresse letztlich pressen lassen und so ist er nicht nur zum Öl geworden, sondern auch zum Wein. Und ich glaube, wir haben alle durch die souveräne Anordnung des Herrn Situationen erlebt, wo wir gepresst werden. Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Situation drin, wo du gepresst wirst. Und du hast die Wahl zu sagen, press mich ganz, damit ich dich, Gott und meine Geschwister oder die Menschen, denen du mich darreichen willst, erfreuen kann. Oder verschone mich, Herr. Verschone mich vor diesem Gepresstwerden oder in diesem Gepresstwerden. Verschone mich. Christus hat sich geopfert. Christus hat sich pressen lassen. Dadurch hat er uns alle glücklich gemacht. Und wenn du diese Erfahrung zulässt, wirklich zulässt, dann kommt aus deinem Leben etwas hervor, was Gott und die Menschen erfreuen wird. Und Tatsache ist, dass Leiden braucht man nicht einladen, die kommen so oder so. Aber Leiden an sich bringen uns gar nichts. Die ganze Welt leidet. Viel gelitten zu haben, nützt uns gar nichts, auch bei Gott nicht. Das objektive Leiden nützt uns gar nichts. Objektiv Zähne zusammenbeißen nützt uns null, gar nichts. Nur wenn du dich beenden lässt. Nur wenn du sagst jetzt, ich nehme deine Gnade an in dieser Situation. Nur dann beginnt die Transformation, die Veränderung und der Segen. Vorher nicht. Manche sagen, ich habe schon so viel gelitten. Aber es ist bei Gott null Vorzug, dass du viel gelitten hast. Gott sagt mir, es ist wurscht, ob du viel oder wenig gelitten hast. Hast du meine Gnade angewendet in deiner Situation? Das ist das Einzige, was interessiert. Das Einzige, was die Wende bringt. Das Einzige, was den Wein hervorbringt. Und er sagt, ich bin nicht nur der Weizen, das Weizenkorn und das Gerstenbrot. Ich bin auch der Weinstock. Ich brachte Wein hervor und ich will, dass dein Leben Wein hervorbringt. Und ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die sich weigern, sich zu opfern. Die sich weigern zu leiden bis aufs Blut. Und die bei jeder Unbill, bei jedem, was von ihnen verlangt wird, sudern, murren und Nein sagen. Die sich dem einfach entziehen. Die über alles und jedes klagen, murren und so eine negative Vibration haben, weil einfach alles furchtbar ist. Wenn sie sich baden, ist das Wasser nicht heiß genug und das Essen ist zu kalt und alles und jedes, man kann es einfach manchen Menschen nicht recht machen.
Diese Menschen erfreuen niemanden, weil sie nicht gelernt haben, sich pressen zu lassen und sich zu opfern. Aber wenn du lernst, dich pressen zu lassen und dich zu opfern, dann machst du andere glücklich und wirst selbst zu einem glücklichen Menschen. Wir denken ja oft, wenn ich nicht leiden muss, wenn ich es schön habe im Leben, dann bin ich glücklich. Das ist ein bisschen der Mythos, der uns der Welt verklickern will. Aber eigentlich sind die Menschen, die sich Gott hingeben und Entbehrungen auf sich nehmen und Opfer auf sich nehmen, sind die glücklichsten. Deren Leben kommt Wein hervor. Und sie werden von der Gegenwart Gottes, von diesem Wein selber betrunken vor Freude. Weil es der Wein Christi ist. Es ist der Freudenwein Christi. Aber wenn du selbstsüchtig bist, und ich sage nicht, dass du es bist, aber wir alle streifen noch Aspekte davon ab, dann werden wir unglücklich bleiben. Selbstbezogenheit macht unglücklich. Sich wehren und sich dem entziehen wollen, macht unglücklich. Der glücklichste Mensch und der glücklichste Christ ist der, der am meisten loslässt, der sich am meisten vergisst. Der sagt, Herr, ich bin in deiner Hand. Und du weißt schon, du schaust auf mich und dir vertraue ich. Das ist der glücklichste Christ. Und die Menschen, die ständig staunen, wie geht es mir, was wird aus mir, sind die unglücklichsten Menschen. Und auch die unglücklichsten Christen. Der Herr sagt, Gott hat mich mit Freudenöl gesalbt, mehr als meine Gefährten, heißt es im Hebräerbrief. Jesus war ein glücklicher Mensch, obwohl er sich so sehr geopfert hat. Er sagt, ich will dich glücklich machen, aber opfere dich auch. Opfere jedes natürliche, selbstsüchtige Leben. Opfere das, wo du denkst, zu kurz zu kommen. Opfere das. Dann erfährst du meine Glückseligkeit darin. Du erlebst meine Auferstehungskraft. Und dann kannst du Gott und andere Menschen glücklich machen. Du wirst selber vor Freudenwein betrunken werden und glücklich sein. Und das passiert mit den Trauben, wenn sie gepresst werden. Das passiert, wenn der Wein rausfließen soll. Ja, der Herr ist die Gerste. Aber als die Gerste, als Auferstehungskraft, führt er uns in die Gussform des Todes und des Kreuzes. Und wenn wir das zugelassen haben, dann kommen wir in die Weinkälte, in die Weinpresse. Aber dann fließt der Wein hervor, den er für uns hat. Und das ist die Reihenfolge, wie sie hier in 5. Mose 8, Verse 7 und danach gegeben ist. Zuerst der Weizen, dann die Gerste und dann der Weinstock. Und das ist keine Theorie, sondern das ist praktisch, das ist anwendbar und der Herr will, dass wir es im Großen und Kleinen anwenden. In Begegnung mit Christen, in Begegnung mit Nichtchristen. In der Gemeinde, im Gemeindeleben, in der Arbeit. Bei Behörden, die uns nerven und uns das Leben schwer machen, wie woanders. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns heute dich selber gezeigt hast als Nahrung im guten Land, als Weizen, als Gerste und als Weinstock. Danke, dass du allumfassende Christus bist, dass du genug bist für jede Situation. Und ich bitte dich da, wo wir noch diesem katholischen Missverständnis aufsitzen, dass wir Zähne zusammenbeißen müssen und ausharren und ja, irgendwie die Augen zu und durch, Vater, ich bitte dich, dass diese Lüge zu Boden fällt und dass wir erkennen, dass das nicht das ist, was du von uns willst, sondern du willst, dass wir Amen sagen, aber deine Gnade ergreifen, deinen Trost ergreifen und innerlich frei sind, inmitten von Druck, Bedrängung und Überforderung, Herr. Danke dafür. Amen. Sollen wir auch wieder rüber? Na, ach so, ja. Können wir rübernehmen.
Kommt doch ein bisschen näher. Hier ist auch ein bisschen kühl. Hier haben wir einen angenehmen Ventilator. Na, Sie möchten nicht so angeblasen werden, oder? Achso, aber eigentlich tut's gut. Äußerlich Also kühl und innerlich heiß. Okay. Amen. Preisen den Herrn. Na, ist gut. Geht's für Sie? Ist gut. Kommt ein bisschen näher zu mir. Und Amen. Gut. Amen. Gott bereit. Es ist gar nichts unmöglich. Zum Herrn und Gott.
Amen. Kommt ruhig noch ein bisschen vorwärts. Wir haben noch ein bisschen Platz. Kommt noch ein bisschen näher, weil wir haben hier vorne ist wirklich belichtet, hier ist kühler. José, komm noch ein bisschen vorwärts. Ich weiß, wir haben unsere Stammplätze mit der Zeit, aber hier haben wir noch ein bisschen Platz. Amen. Amen. Danke, Herr. Der Herr ist hier unter uns am Wirken. Amen. Und jetzt preisen wir sein Blut. Amen. Proklamieren wir doch das nächste Lied. Wer möchte anfangen zu proklamieren? Amen. Ja, ich kann die fangen, oder? Wenn du willst. Ja, okay, schön. Da ich Christi Aufstehkraft will, muss sein Kreuz mich stets anziehen. Nur durch Tod erhebt sich Leben, nur Verlust erzielt Gewinn. Machen wir weiter. Ohne Tod kein Leben, ohne Tod kein Leben. Aus dem Tod erhebt sich Leben, ohne Tod kein Leben. Amen. Okay, gehen wir zurück zur Strophe 1. Wir ändern den Text ein bisschen ab, noch nicht auf dem Beamer, dann müssen wir es noch ändern. Wir lassen das Wort Christi weg und wir machen, da ich Auferstehungskraft will, okay? Statt Aufstehkraft. Das klingt so wie morgens aus dem Bett kommen. Aufstehkraft. Nee, da ich Auferstehungskraft will, okay? Jetzt machen wir gemeinsam statt Christi, machen wir Christi, lassen wir wegfallen. Also nur textlich. Okay. Da ich Auferstehungskraft will, muss sein Kreuz mich stets anziehen. Amen. Wir wollen Auferstehungskraft. Amen. Da ich Auferstehungskraft will, muss sein Kreuz
ein, als mir sein Leben fließt. Ohne Tod kein Leben, ohne Tod kein Leben. Aus dem Tode hebt sich Leben, ohne Tod kein Leben. Ich hoffe, ihr versteht die Bedeutung des Wortes Tod. Hier ist nicht gemeint der Tod, den wir meiden sollen, der Tod im Natürlichen, der uns verunreinigt. Das natürlich ist nicht gemeint, den wollen wir meiden, den wollen wir lassen. Also wir müssen verstehen, wann die Bibel Tod so meint und wann sie anders meint. Hier meint sie den Tod Christi. Hier meint sie diesen wunderbaren Tod, den er zur Erlösung gestorben ist. Und hier meint sie den Tod unseres Selbst- und Ego-Lebens, der wunderbar ist, weil er den Geist befreit. Und ich hoffe, ihr könnt es unterscheiden, was für ein Tod hier gemeint ist, weil aus diesen Missverständnissen denken Leute oft, jetzt haben wir Botschaften gehört, wir sollen den Tod meiden und jetzt heißt es ohne Tod kein Leben. Wir müssen das Wort so oder so füllen. Dazu brauchen wir Unterscheidungsvermögen und ein bisschen Verständnis. Versteht ihr, was ich meine? Eine Schwester hat Anstoß genommen, dass ich gesagt habe, Liebe kann Sünde sein. Und natürlich, die Liebe Christi, die Liebe Gottes kann keine Sünde sein. Aber wir wissen, dass eine Liebe ohne Gott, eine Liebe, die einen Menschen vergötzt oder die kann Menschen zerstören, ja, und die kann Sünde sein, sehr wohl. Wir müssen das Wort Liebe mal so verstehen und mal so. Und so ist es mit dem Tod auch. Und ich glaube, lass uns diesen Refrain noch mal singen: Ohne Tod kein Leben. Es ist der Tod Christi und es ist der Tod unseres Seelenlebens, dass wir das Kreuz auf uns nehmen, denn wir sein Seelenleben behalten will, festhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Seelenleben, sein eigenes, altes, natürliches Leben loslässt, der wird das wahre Leben finden, sagte Jesus. Amen. Ohne Tod kein Leben, ohne Tod kein Leben. Aus dem Tode hebt sich Leben, ohne Tod kein Leben. Schöpfer Gott und Herr, anbeten beugen wir uns. Dein Thron ist nun vor uns. Wir machen ihn bekannt, deinen heiligen Namen. Schöpfer Gott und Herr, anbeten beugen wir uns. Dein Thron ist nun vor uns. Wir machen ihn bekannt, deinen heiligen Ja.
hat Kraft, Gott ist ganz unmöglich. Ich vertraue dir und traue deinem Wort. Grenzenlos hat Kraft, Gott ist ganz unmöglich. Ich vertraue dir und glaube deinem Wie der Himmel sich öffnet, reagiert deine Herrlichkeit, komm auf mich, deine Liebe erfülle mein Sein. Wie der Himmel sich öffnet, reagiert auf deine Herrlichkeit, antworte ich. Deine Herrlichkeit, komm auf mich. Deine Liebe erfülle mein Sein. Komm zu uns, Heiliger Geist, auf uns. Komm zu uns, Heiliger Geist, auf uns. Komm zu uns, Heiliger Geist, auf Lass den Himmel auf sein Jetzt, lass den Himmel auf sein Jetzt, lass den Himmel auf sein Jetzt. Heiliger Geist, komm, lass den Himmel auf sein Jetzt, lass den Himmel auf sein Jetzt, lass den Himmel auf sein Jetzt. Heiliger Geist, komm.
Wenn es eine Gegenwart ist, da öffne dein Herz im Ganz. Schau auf nichts anderes, nur auf ihn. Du warst das Wort direkt am Anfang. Eins mit Gott, dem höchsten Herrn. Die Kraft verborgen in der Schöpfung. Und du Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Name Jesus Christus, der Herr. Oh, wie schön dieser Name ist. Der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus. Wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Himmel wolltest du nur mit uns, so brachtest du Jesus hierher. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Mitten uns jemand von dir. Oh, wie herrlich der Name ist. Oh, wie herrlich der Name ist. Der Name Jesus Christus, der Herr. Oh, wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Oh, bet ihn an. Im ganzen Herzen, mach dein Herz völlig auf für ihn. Hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel tobend, herrlich beloben, weil du nun auferstanden bist. Du hast deinen Weg, keine Vergleichung. Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich, dein ist die Ehre, dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie Tod hat verloren, rissen hervor, Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel tosen, herrlich dein Lob, weil du nun auferstanden bist. Du hast
Oh, wie kraftvoll der Name ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der unbesiegbar ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der Name Jesus. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der Name Jesus. Hast keinen Gegner, keine Vergleichung. Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich, dein ist die Liebe, der Name und Thron in Ewigkeit. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der unbesiegbar ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus.
Heiliger Geist, komm, komm. Heiliger Geist, komm, komm. Gibt es prophetische Eindrücke, Worte vom Herrn, die er sprechen möchte? Die keine allgemeinen Gebete oder so, sondern wirklich was mit der Inspiration jetzt ist, wo du einen Eindruck hast, das will der Herr sprechen. Ja, irgendwie ganz komisch. Wir kennen alle, oder ich habe oft das Bild dieser Treppe nach oben, dieser Himmelstreppe. Aber ich habe heute ganz stark in mir gesehen, da ist die Treppe rauf in den Himmel, ein rotes Geländer. Das war wirklich blutrotes Geländer und das war so, wie der Herr sagt, komm, Stufe für Stufe und heute an das Geländer, heute an mein Blut. Amen. Greif es jetzt in Jesu Namen, wir greifen es auf, such mich mehr, zu Zeiten, wo du mich sonst nicht gesucht hast. Such mich und bete, wo du sonst nicht so bewusst mich gesucht hast. Und ich will dir begegnen auf eine neue und frische Weise.